Wenn Sie sich mal das Textblatt anschauen, was da ausliegt, und gucken, wie sich das reimt, dann kommen Sie da vielleicht der Arbeitsweise von Dante Alighieri auf die Schliche. Das sind sogenannte Terzinen. Immer Dreierzeilen, aber das verzahnt sich sehr. Sie müssten sich das mal in Ruhe anschauen. Die Übertragung von solchen Texten ist unglaublich schwierig. Viele Übersetzer haben das dann einfach auf den Reim verzichtet, sind einfach in Blankverse gegangen. Einer hat sogar einfach eine Prosa-Erzählung draus gemacht, nicht nur einer, es waren mehrere. Also das ist eine ganz komplexe Geschichte, aber diese drei, die hat ihre Bedeutung bei Dante. Das ist ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit. Und das ganze Stück, diese ganze göttliche Komödie wimmelt sozusagen von dreien. Sie besteht aus 3 Teilen, das muss man dazu vielleicht noch sagen. Es ist so eine Art therapeutischer Horrortrip, den Dante da unternimmt. Dante war politisch auch sehr engagiert in seiner Heimatstadt Florenz und wurde dann ins Exil geschickt unter Androhung des Feuertodes, ist auch für den Rest seines Lebens nicht mehr zurückgekommen in seine Heimatstadt und hat während dieses Exils diese göttliche Komödie geschrieben. Hat ihn 20 Jahre gekostet. Er hat also im Grunde genommen sein ganzes Leben im Exil damit verbracht, dieses Werk zu schreiben. Und kaum war er fertig, ist er dann auch schon bald gestorben einfach, in nicht allzu hohem Alter. Und es ist fast so, als ob das ein Drang war für ihn, dieses Werk zu schreiben. Das war seine Aufgabe schlechthin. Die basiert sozusagen auf dieser Vision. Also es gibt 3 Teile. Zuerst geht er durch die Hölle und dann kommt er, da steht in Ihrem Textblatt Fegefeuer, das ist nicht ganz richtig, dann kommt er auf das Purgatorium, also ein Ort der Reinigung. Das wird dann landläufig mit Fegefeuer übersetzt, also in der katholischen Kirche hat das ja eine große Rolle gespielt. Und zum Schluss kommt er ins Paradies. Und da trifft er alle möglichen Heiligen und zum Schluss den heiligen Bernhard. Und dann sieht er die heilige Jungfrau Maria und Gott. Und es wird sozusagen immer schneller, es dreht sich und dann schlagartig ist er dann wieder zurück im Diesseits und hat den Auftrag, dieses Werk zu schreiben. Das ist so die Vermutung. Jetzt haben wir also folgende Situation. Das ist für mich überraschend gewesen. Dante geht sehr wohl davon aus, dass die Erde eine Kugel ist. Keine flache Scheibe, wie wir das von Christoph Kolumbus kennen oder von Kopernikus, eine Kugel. Das wussten die alten Griechen auch schon. Wieso, wenn ich da am Meer stehe und sehe ein Schiff wegfahren, wieso verschwindet das Segel langsam, versinkt sozusagen? Kann er eigentlich nur diese eine Erklärung haben, die Erde ist eine Kugel, ist nicht flach. So, und nun kommt so ein bisschen Fantasy sozusagen ins Spiel. Dante hat auch diesen Stoff von jemand anders übernommen, ähnlich wie Goethe den Faust, das war eine Erzählung, die da herumgeisterte sozusagen im Volk. Es geht sozusagen auch mit einem Vorspiel im Himmel los. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und hat auch das Paradies geschaffen, wo Eva und Adam drin leben können. Und nun erhebt sich aber einer der Engel Gottes gegen Gott und es gibt einen großen Kampf zwischen den Engeln, die für Gott sind und den Engeln, die gegen Gott sind. Und schließlich wird dieser rebellierende Engel auf die Erde geworfen. Der ist riesengroß, es gibt einen gewaltigen Krater, der bis in den Erdmittelpunkt reicht. Und seine ganzen Höllenengel kommen da auch mit hin natürlich. Nicht? Also die Teufel sind das werden die Teufel. Das war ursprünglich mal der schönste Engel in dieser Fantasie und der ist nun auf einmal zum Teufel geworden. Dann steckt er mitten im Erdmittelpunkt fest und auf der anderen Seite der Erde erhebt sich infolge dieses Einschlages ein Berg. Die verdrängte Erde muss ja irgendwo bleiben. Und das ist dann dieser Läuterungsberg. Auf der anderen Seite der Erde, die sich Dante noch als in einem großen Ozean vorstellt. In etwa wie der Pazifische Ozean. Und da sind wir jetzt in unserer Erzählung. Dante erklimmt allmählich diesen Berg
Und jetzt muss ich noch zwei andere Personen erwähnen, die in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Das eine ist der antike Dichter Vergil, ein wohl sehr tugendhafter Mensch, dessen einziger Fehler war, und da konnte er aber gar nichts für, dass er nicht getauft war, weil er vor Jesus geboren wurde und auch in einem anderen Umkreis, eben in Italien, also im Römischen Reich. Er war aber ein sehr tugendhafter Mensch und Dante hat den sehr verehrt und der begegnet sozusagen diesem Geist des Vergil, der ihn also durch die Hölle erstmal führt, durch diesen Trichter, ja, wo der Teufel mittendrin steckt, und dann auf die andere Seite auf diesen Berg, auf diesen Läuterungsberg. Und da kommt nun diese andere wichtige Person, Beatrice, die Selige, wie Stefan George das übersetzt. Wer das jetzt ist, einige vermuten eine Jugendliebe von Dante, andere meinen, ja, das ist so eine allegorische Figur, die steht für die Philosophie, für die Weisheit, auch für die Theologie. Wir wissen das nicht genau. Jedenfalls gab es da so eine junge Frau oder ein junges Mädchen, von der Dante schon früher geschrieben hat, sehr viel früher am Anfang seines Lebens. Das neue Leben hat er das genannt, und er hat sie nur in der Nachbarschaft gesehen und war sofort hin und weg von der. Und er hat sich nie getraut, die anzusprechen. Dann hat er sie ein paar Mal später noch gesehen. Und dann musste er heiraten, irgendjemanden. Und sie hat dann auch irgendjemanden geheiratet. Und die ist dann auch jung gestorben. Aber Dante hat die irgendwie nie vergessen. Wir wissen nicht, ist das jetzt eine reale Frau oder eben die Weisheit, die Theologie, die Philosophie. Und die Erzählung in der göttlichen Komödie beginnt damit, dass sich Dante in einem fürchterlichen Wald verirrt. Da begegnet er auch dem Vergil. Und Dante muss irgendwann in seiner ersten Lebenshälfte sozusagen so eine Situation gehabt haben, wo er auf Abwege geraten ist. Und Beatrice sieht ihn jetzt aus dem Himmel, schickt den Vergil, dass der ihn wieder auf den rechten Weg bringt. Und dazu muss Dante durchs Jenseits, durch die Hölle, über den Läuterungsberg und schließlich ins Paradies. Das ist die ganze Geschichte. Und weil nun Vergil, das ist tragisch, nicht getauft ist, darf der Dante nur bis zur Spitze des Läuterungsberges bringen. Da erwartet den Dante Beatrice und Vergil muss wieder zurück in die Hölle. Es geht ihm nicht so schlecht in der Hölle, er ist dann noch an dem besten Ort, aber mit anderen Leuten, die auch tugendhaft waren, aber nicht das Privileg der Taufe hatten. So ist es. Und nun müssen wir uns diese Begegnung zwischen Dante und Beatrice nicht allzu romantisch vorstellen. Die Beatrice hört nicht auf, mit Dante zu schimpfen. Die schimpft ihn ganz fürchterlich aus. Und schließlich ist er so klein mit Hut und er sagt, so, nun ist gut, nun hast du also dein Fett abbekommen und jetzt lass dich nochmal taufen. Und dann kommt da noch so eine andere Frau, Matilda, Mechthild, die zieht den Dante dann durch diesen Fluss, den Lethe-Fluss. Der ist die Fortsetzung des Höllenflusses Acheron. Das zieht sich bis hoch quasi auf diesen Läuterungsberg. Und da kommt er dann raus und ist erstmal gereinigt und dann tauchen 4 Sterne auf, die man auf der Südhalbkugel tatsächlich sehen kann, das Kreuz des Tugens. Die sind aber eigentlich auch Verkörperungen der 4 himmlischen Kardinaltugenden, am Himmel als Sterne zu sehen, und hier tauchen sie dann als Nymphen auf und vollführen dann so eine Art Tanz, also in meiner Musik, und beschwören die Beatrice, die die ganze Zeit noch verschleiert vor Dante steht, doch endlich den Schleier vom Gesicht zu legen. Und so hört es auf. Susanna Proskura, Sopran und